Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Sebastian, heute sprechen wir über ein Thema, das manchmal so mit so einem Geschmäckle behaftet ist, weil es leider dubiose Anbieter gibt oder sagen wir mal vielleicht dubiose Gründe gibt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen oder auch Kunden einzuwerben. Es geht um die Sitzverlegung der GmbH ins Ausland. Und Unternehmer, die eine deutsche GmbH oder auch eine UG besitzen, für die mag es außer der anrüchigen Firmenbestattung eigentlich ganz legale und vernünftige Gründe geben, den Sitz ihrer GmbH oder ihrer UG ins Ausland zu verlegen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also eine Gesellschaft kann ja ohne langwieriges Liquidationsverfahren, vielleicht weil man das auch überhaupt nicht möchte, vermeiden will, obwohl man es ganz legal durchziehen könnte und noch gute Gründe dafür hätte, per Verschmelzung mit einer Auslandsgesellschaft nach Irland, UK oder in die USA verlegt werden. Genau, und deswegen heute mit unserem Steuerexperten Sebastian, mit dir wollen wir darüber sprechen. Warum, Sebastian, sehr gut, ja, würde jemand eine nicht mehr benötigte GmbH oder UG nicht liquidieren wollen, sondern den Sitz lieber ins Ausland verlegen? Genau, also das ist genau der Fall, worüber wir sprechen. Also man hat eine GmbH, eine deutsche GmbH, die nicht mehr in Deutschland benötigt wird und die man jetzt aber nicht liquidieren möchte. In den meisten Fällen ist natürlich die Liquidation tatsächlich der beste Weg und der günstigste Weg, aber es gibt eben auch Situationen, in denen eine Liquidation gar nicht gewünscht ist, sondern die GmbH soll im Ausland dann weiter betrieben werden. Ich will also eigentlich das Unternehmen gar nicht schließen. Ich will es eigentlich nur nicht mehr in Deutschland weiterführen. Kannst du dafür ein Beispiel vielleicht nennen, damit wir uns das mehr plastisch vorstellen können? Wir haben zum Beispiel gerade ein Beispiel von einem Mandanten, der ist Amerikaner, wohnt auch in Amerika. Der hat eine GmbH gegründet mit einem Deutschen zusammen. Die hat eigentlich nie wirklich Geschäft gemacht. Die haben da Software entwickelt ein bisschen, haben da beide Zeit investiert und auch ein bisschen Kapital investiert. Aber die Gesellschaft, die hat keinen Wert. Aber trotzdem will im Grunde genommen der US-Investor jetzt hier mit dem Unternehmen in den USA weitermachen. Der deutsche Beteiligte will aussteigen. Und der US-Investor kann im Grunde die Gesellschaft nicht liquidieren oder über ein Asset-Deal die Assets herausholen, weil das für ihn in den USA steuerlich negative Effekte hätte. Deswegen will er den Sitz verlegen, damit er weiter dieses Unternehmen nutzen kann. Macht Sinn. Jetzt reden wir sehr viel auch über Mandanten, über Unternehmer, die den Umzug ins Ausland planen. Und wäre das ein weiteres Szenario, wenn jemand sowieso vorhat, ins Ausland umzuziehen, dann auch den Sitz der Gesellschaft in das gleiche oder ein anderes Land zu verlegen? Genau, also wir bieten ja die Sitzverlegung an nach UK, Irland und die USA und absolut ist es so, dass vielfach Mandanten nach dem Wegzug aus Deutschland das Unternehmen weiter betreiben wollen, aber eben nur nicht in Deutschland. Ja. Oftmals heißt es jetzt nicht, dass das Unternehmen aktiv weiter betrieben werden soll, aber es gibt vielleicht noch Gewährleistungsfristen oder man hat noch Forderungen oder es gibt möglicherweise irgendwelche Verfahren, in die das Unternehmen verwickelt ist. Und das sind natürlich alles Gründe, warum die GmbH nicht liquidieren will, sondern letztlich das Unternehmen aus Deutschland raushaben will in ein ausländisches Land. Aber, also wie gesagt, ich hatte es ja gerade eben schon erwähnt, mit dem amerikanischen Mandanten. Es gibt natürlich auch Fälle einfach, wo ich das Unternehmen als aktives Unternehmen dann im Ausland fortführen möchte. Verstehe. Jetzt, wenn man sich da so einliest in dieses Thema, oder auch vielleicht Videos sieht zu dem Thema, wie auch immer, dann hört man immer wieder, dass die deutsche Gesellschaft dann mit einer Auslandsgesellschaft verschmolzen wird. Aber wie das genau abläuft und was man sich darunter vorstellen kann, also wie läuft der Prozess ab, der Vorgang, wie viel Zeit muss man dafür einplanen, kannst du vielleicht da noch ein bisschen mehr Details nennen? Also den Vorgang würde ich jetzt hier genau nicht beschreiben, weil das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, ist relativ komplex. Aber im Grunde genommen, du hast völlig recht, die deutsche Gesellschaft wird aus dem Handelsregister gelöscht. Es kommt aber nicht zur Liquidation. Rechtsnachfolgerin der Gesellschaft ist dann eine britische, irische oder amerikanische Gesellschaft, mit der eben die GmbH dann verschmolzen wird und letztlich wächst dieser Gesellschaft dann das Vermögen und der Betrieb der deutschen
deutschen GmbH an. Ich würde sagen, man muss ungefähr 3 Monate für das ganze Verfahren rechnen. Das hängt natürlich auch immer an der Eintragung in Deutschland. Die ist ja doch recht zeitaufwendig und von Gericht zu Gericht auch unterschiedlich. Es ist aber in vielen Fällen so, dass die GmbH bereits nach 6 Wochen aus dem Register gelöscht ist. Aber wie gesagt, insgesamt würde ich so mit 3 Monaten rechnen. 6 Wochen klingt sehr interessant. Das wäre ja viel, viel schneller als bei einer Liquidation. Wobei ja da noch das Sperrjahr zu beachten wäre. Korrekt. Das ist ja das Hauptproblem bei der Liquidation, einfach um diese zeitaufwendig ist. Es gibt ein Sperrjahr, damit zusammenhängende Veröffentlichungspflichten, dass Gläubiger sich dann melden können und so weiter und so fort. Das gibt's ja alles nicht. Also dieses Verfahren ist schnell und geräuschlos. Und weil die Gesellschaft noch nicht geschlossen wird, gibt's natürlich auch keine Veröffentlichungspflichten in dem Sinne, ja, sondern die Gesellschaft wird einfach dann aus dem Ausland weitergeführt. Und wenn es dort irgendjemand berechtigte Interessen hat, hier sich an die Gesellschaft zu wenden, sei es mit Forderungen oder sonst was, dann würde sie sich dann eben an die Gesellschaft im Ausland anwenden. Interessant. Jetzt würde ich gerne nochmal auf den steuerlichen Aspekt zu sprechen kommen. Das wird ja auch unsere Zuschauer und Zuhörer interessieren. Also meine Frage ist, ergeben sich jetzt aus diesem Verfahren, also die GmbH nicht in Deutschland zu liquidieren, sondern halt den Sitz zu verlegen, ergeben sich da jetzt steuerliche Vorteile, Nachteile? Kann man vielleicht Steuern vermeiden, die man sonst zahlen müsste? Also absolut nicht. Und es ist auch ganz wichtig, dass man das versteht. Es ergeben sich keinerlei Steuervorteile in Deutschland. Und wer solche Steuervorteile anstrebt, der muss davon ausgehen, dass es rechtsmissbräuchlich ist. Und der muss davon ausgehen, dass dann der Notar, der die Sitzverlegung beurkundet, die Beurkundung nicht vornehmen wird. Das heißt, er hat den ganzen Aufwand gemacht, er hat die ganzen Kosten gehabt, unser Honorar bezahlt und so weiter und so fort. Aber dann würde der Notar nicht beurkunden, weil er eben hier sich steuerliche Vorteile ausmalt, die es nicht gibt. So ein ganz typisches Beispiel, was hier hin und wieder gefragt werden, ist, ich bin Geschäftsführer Gesellschafter einer GmbH. Die GmbH hat mir ein hohes Darlehen gewährt. Kann ich jetzt, wenn ich die Gesellschaft ins Ausland verlege, aus dieser Verpflichtung herauskommen? Löst sich dann sozusagen dieses Darlehen in Luft auf? Und das ist natürlich nicht der Fall. Wie gesagt, Sie müssen zum Notar gehen und dem eine aktuelle Bilanz der Gesellschaft zum Verschmelzungsstichtag präsentieren. Daraus würden ja dann entsprechende Verbindlichkeiten, wie zum Beispiel Darlehen und so weiter, klar werden. Der Notar wird sich das anschauen und würde mit Sicherheit sagen, ich nehme die Beurkundung nicht vor oder ziehen Sie diese Dinge glatt. Das heißt, klagen Sie erst das Darlehen aus und so weiter, bevor die Verschmelzung dann vornehmen. Interessant zu wissen. Wie ist denn das, wenn jetzt die GmbH zahlungsunfähig oder überschuldet ist? Ist dann das genauso? Absolut. Ja. Zum Beispiel also 100%. Und es ist sehr, sehr streng. Also ich kenne keinen Notar, der die Verschmelzung beurkunden würde, wenn sich die Gesellschaft auch nur annähernd in einer finanziellen Schieflage befindet. Und dafür ist eine, ich sage jetzt mal, technische Überschuldung gar nicht notwendig. Ja. Der Notar schmeißt das Handtuch auch schon dann, wenn die Gesellschaft de facto überschuldet ist. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn jetzt eine Gesellschaft 100.000 offene Rechnungen bei Lieferanten hat und 100.000 offene Rechnungen bei Kunden, dann ist sie technisch nicht überschuldet. So, hat sie jetzt aber noch 100 Euro auf dem Konto zum Beispiel, dann will der Notar mit Sicherheit sagen, diese Sache fasse ich nicht an, diese Gesellschaft ist de facto überschuldet, denn wir alle wissen ja, dass wir bei einer GmbH, die nicht mehr aktiv ist, mit Sicherheit nicht die 100.000 offenen Forderungen von den Kunden bekommen würden. Damit ist die GmbH überschuldet und das würde keiner anfassen. Interessant zu wissen. Also um das jetzt an der Stelle nochmal ganz klar auch zu untermauern, zu unterstreichen, entgegen vielleicht irgendwelchen merkwürdigen Webseiten im Internet oder dubiosen Angeboten, dieses Verfahren ist zur sogenannten Firmenbestattung absolut nicht geeignet und wir würden das auch nie unterstützen. Ja, wobei es gar nicht mit uns was zu tun hat. Ja, also selbst wenn jetzt der Mandant uns gegenüber verschweigen würde, dass er die Firmenbestattung vornimmt, ich meine, in der Bilanz schlägt sich dann alles nieder. Ja, das heißt, wenn der Mandant zur Notar dann eine Bilanz zum Steuerberater bringt, in der diese ganzen Details dann natürlich dann offensichtlich werden, würde der Notar die Beurkundung ablehnen. Ja, und ich sage das immer wieder warnend, weil wie gesagt, der Notar ist ja nur der letzte Schritt. Also wir machen die gesamte Vorbereitung für die Verschmelzung. Da entstehen natürlich auf unserer Seite Kosten,
Honorare, wir gründen Gesellschaften und so weiter und so fort, bereiten Schriftsätze vor, kommunizieren mit dem Notar und so weiter und so fort. So, wenn dann der Mandant zum Notartermin kommt und diese Bilanz mitbringt und man sieht aus der Bilanz, dass die Gesellschaft in schlechter Verfassung ist, dann war der ganze Aufwand, die ganzen Kosten komplett umsonst, die ganze Verschmelzung, Sitzverlegung wird nicht stattfinden und der Mandant schaut in die Röhre. Ja, guter Hinweis. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Wir hatten ja vorhin über den Fall gesprochen. Grund für die Sitzverlegung ist, weil der Mandant, der Unternehmer ohnehin ins Ausland umziehen möchte. Und da kommen wir ja wieder auf das Thema Wegzugssteuer zu sprechen. Kann ich mit dem Verfahren, also den Sitz meiner GmbH ins Ausland zu verlegen, die Wegzugssteuer sparen? Kann ich nicht, denn wie gesagt, das Verfahren bringt keinerlei Steuervorteile. Es funktioniert nur dann, wenn die Gesellschaft letztlich wertlos ist, denn ansonsten müssen ohnehin die stillen Reserven offengelegt werden bei der Verschmelzung. Also das heißt, das Ganze funktioniert nur bei wertlosen Gesellschaften und bei wertlosen Gesellschaften wäre der Gesellschafter ohnehin nicht von der Wegzugssteuer. Ja, also insofern kann ich die Wegzugssteuer nicht sparen. Aber in den Fällen, in denen wir die Gesellschaften dann verschmelzen und den Sitz verlegen, fällt sowieso normalerweise keine Wegzugssteuer an. Es ist allerdings, ein Vorteil gibt es hier aus dem Verfahren. Mal angenommen, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne im Januar umziehen und ich bereite jetzt im Juli davor schon die Verschmelzung und Sitzverlegung vor, dann habe ich natürlich diese GmbH vor dem Umzug schon aus der Welt geräumt. Ich habe kein Sperrjahr. Ja. Das heißt also, die GmbH ist gelöscht, bevor ich ins Ausland umziehe. Somit kann ich natürlich dann sämtliche Diskussionen rund um die Wegzugssteuer mit dem Finanzamt von vornherein vermeiden. Ja, was möglicherweise das Ganze dann vereinfacht, weniger Stress bedeutet, etc. Also insofern macht natürlich dann die Verschmelzung hier Sinn. Es hat dann keinen steuerlichen Vorteil, aber eben, sagen wir mal, ich merke keine schlafenden Hunde beim Finanzamt. Ich muss nicht groß auf meiner Steuererklärung noch erklären, dass ich Wegzugsteuer bezahlen muss und warum ich sie nicht bezahlen muss und so weiter und so fort. Das heißt, der ganze Komplex, Wegzugsteuer, Bewertung und so weiter, fällt komplett weg. Guter Punkt. Du hast ja vorhin schon gut erklärt und zusammengefasst, die GmbH darf auf keinen Fall überschuldet sein oder zahlungsunfähig sein. Gibt es in dem Zusammenhang noch irgendwelche anderen Dinge, die man beachten muss, damit es funktioniert mit dem Verlegen des Sitzes der GmbH? Genau, also ich sage es nochmal, wie gesagt, ich wiederhole mich da immer wieder, das muss ganz klar sein. Also die Gesellschaft darf natürlich nicht in finanzieller Schieflage sein. Sie sollte eigentlich gar keine Verbindlichkeiten mehr haben, denn meiner Erfahrung nach wird jeder Notar sagen, bevor er beurkundet, zahlen Sie doch mal noch eben die Verbindlichkeiten. Ja. Ebenso darf die GmbH keine stillen Reserven haben und muss letztlich vermögenslos sein. Falls das nicht der Fall ist, führt dies zu steuerlichen Negativwirkungen in Deutschland. Die stillen Reserven müssen offengelegt werden und wenn dann die Gesellschaft letztlich mit der neuen Gesellschaft hier verschmolzen wird im Ausland und da sind bestimmte Werte dann involviert, dann ist die Frage, ob Schenkungssteuer und so weiter fällig wird. Also das heißt, es muss tatsächlich so sein, dass es eine leere Gesellschaft ist, die eine schwarze Null hat und die also unbelastet ist und letztlich weder stille Reserven noch einen Wert hat. Gut, haben wir das auch nochmal unterstrichen für unsere Zuschauer und Zuhörer. Jetzt habe ich noch die Frage, die Sitzverlegung der GmbH ins Ausland bzw. Verschmelzung mit einer dort gegründeten Gesellschaft, ist es genau das, was man sonst auch unter dem Begriff EU Cross-Border Merger kennt? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, es ist nicht. Also es handelt sich definitiv nicht um den EU Cross-Border Merger, denn wir sprechen ja spezifisch auch von Nicht-EU-Ländern, UK und USA. Der Cross-Border Merger ist natürlich ein Verfahren, was funktioniert innerhalb der EU. Also wenn ich jetzt sagen will, ich will eine deutsche Gesellschaft nach Portugal, nach Malta und nach Italien verlegen, kann ich das damit machen. Allerdings lohnt sich das nur natürlich für große Unternehmen. Es ist komplex, kostet Zehntausende oder Hunderttausende von Euro und es dauert, wie gesagt, Ewigkeiten. Man hat gerichtliche Anhörungen in beiden Staaten, braucht in beiden Staaten Anwälte, das muss in beiden Staaten dann abgesegnet werden. Dann kommt es zu gigantischen Aufschreibungen und Publikationspflichten und so weiter. Also für das, was wir wollen, was unsere Mandanten wollen, ist der Cross-Border Merger völlig ungeeignet. Aber es ist ganz wichtig natürlich, dass auch unser Verfahren ein alternatives Verfahren ist, was vollrechtlich anerkannt ist und auch gemäß EU-Rechtsprechung anerkannt ist. Ja, das heißt, die EU, der Europäische Gerichtshof hat sich dazu geäußert und hat gesagt, dass nicht nur der Cross-Border Merger der einzige legale
legale Weg ist, um den Sitz von EU-Gesellschaften zu verlegen, sondern da gibt es eben auch alternative Verfahren. Das ist also hier voll rechtlich abgedeckt. Okay. Vielen Dank, Sebastian. War ein sehr interessantes Gespräch, sehr interessante Punkte. Letztendlich aber auch viele Antworten, die bestimmt für den einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer zu neuen zusätzlichen Fragen geführt haben. Und es ist uns völlig klar, dass auch wenn es viele gute Antworten waren, es immer noch viele Fragen gibt, die wir hier nicht beantworten konnten. Und deswegen für alle interessierten Zuschauer zu diesem Thema werden wir den Link zu weiteren Informationen in der Beschreibung des Videos posten, einfügen. Und für alle Detailfragen können wir nur sagen, buchen Sie ein Beratungsgespräch mit Sebastian. So sieht's aus, genau. Dankeschön.